Über was spricht der Markt? Deutsche Wirtschaft im Hintertreffen, wenig Impuls vom US-Immobilienmarkt und stetiger Bilanzabbau der Notenbanken. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Einer der wichtigsten Indikatoren für die deutsche Wirtschaft ist der des IFO-Instituts. Die wesentlichen Daten sind dabei die Gesamtsituation oder der Gesamtindex. Dieser berücksichtigt die Stimmung im Service und in der Industrie. Während der Dienstleistungssektor sich verbesserte, blieb die Lage in der Industrie trist und sinkt auf ein 44-Monatstief. Die Frage nach Schwarzmalerei darf man sich ruhig stellen, denn auch die Erwartungen zeigen weiterhin Richtung Süden. Wen wundert es bei der straffen deutschen Finanzpolitik, dem schwachen Immobilienmarkt, den Kosten für den Wechsel zur erneuerbaren Energie und gedämpften Konsumerwartungen? Andererseits ist die Perspektive der französischen Einkaufsmanager gestiegen und das Niveau für den Rest Europas, also die restlichen Länder, liegt um einiges über den beiden großen Nationen. Machen wir einen Sprung über den großen Teich. Der Verkauf von Einfamilienhäusern ist zwar um 1,5% gestiegen, blieb jedoch unter den Erwartungen. Der Grund für den nun zwar schon zweiten Anstieg in Folge liegt in der leichten Verbesserung der Hypothekenraten in den ersten Wochen des Jahres. Wie teuer ist denn so ein Einfamilienhaus in Amerika? Die Unterschiede sind in den Regionen gewaltig. Während der durchschnittliche Preis bei rund $530.000 liegt, war der mittlere Preis bei ungefähr $420.000. Der mittlere Preis ist der für das Haus, das genau im Bestand das mittlere war, also bei 100 Häusern das 50. Unterm Strich bleibt zu wenig Angebot, steigende Preise und Überwälzung auf die Inflation. Stichwort Inflation und zurück zu den Notenbanken. Die EZB-Präsidentin sprach zu Beginn der Woche vor dem Europäischen Parlament, um über den aktuellen Status zu berichten. Im Wesentlichen wiederholte sie die Aussagen der letzten Pressekonferenz und verwies auf den datenbasierten geldpolitischen Ansatz. Ein weiterer Punkt, den sie ansprach, war der Zeitrahmen der ersten Zinssenkung, der ähnlich wie der US-Notenbank im Juni wahrscheinlich erscheint. Wie sieht es da eigentlich aus mit dem Abbau der Bilanz? Dazu zwei Grafiken. Die Europäische Zentralbank hat das ultragünstige Bankenfinanzierungsinstrument, die Deltros, bereits stark zurückgeführt, während das Anleihenprogramm in der zweiten Jahreshälfte reduziert wird und die Wiederanlage der Tilgungen zum Jahresende dann eingestellt werden soll. Anders der Blickpunkt der FED. Zwar ist der Zeitpunkt für ein Ende des Abbaus auch hier noch nicht gekommen, aber zum einen, es soll in Zukunft weniger als die 95 Milliarden im Monat abgebaut werden und zum anderen, Hypothekenfinanzierungen, das sind die gelben Balken im rechten Teil der Grafik, werden kräftig reduziert und zum Teil durch US-Staatsschulden ersetzt. Der Rest der Woche ist noch gespickt mit hochinteressanten Zahlen. Am 29. Februar kommt der PCE-Deflator für die USA, die Arbeitslosenquote für den Euroraum, US-Einkommen und Konsumausgaben ergänzen. Das verarbeitende Gewerbe wird durch den ISM und Market Index abgebildet. Also wesentliche Informationen, damit ihr nichts versäumt, abonniert den Kanal am besten hier. Von mir noch alles Gute und gesund bleiben, euer Larry. Thank you.